Hallo zusammen! Heute in meinem Video zeige ich, wie man so eine Vase aus T-Shirt-Garn häkelt. Man kann diese Vase für Trockenblume benutzen oder auch eine kleine Glasvase reinstecken, mit Wasser auffüllen und frische Blume auch präsentieren. Also die Abmessungen für diese Vase sind: in die Höhe ist 20 cm, Durchmesser von Boden ist 12 cm. Hier breiteste Teil ist 15 oder ja, ich sag mal 15 cm. Hier ist dann 10 cm und Durchmesser von Rand hier 15 cm. Diese Vase habe ich mit T-Shirt-Garn von Firma Bobylon gehäkelt in eine Knäuel 100 Meter. Ich habe zwei Farben ausgesucht, weiß und blau. Häkelnadel Nummer 7, Nummer 8 und eine Maschenmarkierer. Ich nehme Häkelnadel Nummer 8, Amigurumi Ring, in diesem Ring 6V oder 5 Maschen wird dann oben sein. Zählen Sie nach, es soll 5 Maschen hier sein. Die Maschennummer 6 verbinden wir jetzt. Ich zeige alle leichteste Verbindung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man jede Reihe abschließt. Ich habe extra Video dazu, Link stelle ich unten in Beschreibung. Also diese offene Masche, hier bei den ersten 2 Faden, also ich habe Häkelnadel Nummer 7 schon geholt. Unter diese ersten 2 Faden diese offene Masche durchziehen. In die erste V zwischen diese 2 Faden rein. Hier hinten sind auch 2 Faden. Da kommt man raus. Diese Masche drauflegen und abhäkeln. Also es ist Abschluss und direkt erste Masche von der Reihe Nummer 2. In der Reihe Nummer 2 wird jede Masche verdoppelt. Am Ende von dieser Reihe sind dann 12 feste Maschen. Immer in diese V zwischen 2 Faden rein, hier zwischen 2 Faden raus. Und passen Sie auf, dass die schöne Seite nach vorne zeigt, also diese Seite. Reihenabschluss, offene Masche unter diese ersten 2 liegende Faden durchziehen, bei der ersten V rein, drauflegen, Masche abhäkeln. In der Reihe Nummer 3 wird jede zweite Masche verdoppelt. Ich häkel direkt bei der ersten hier eine Zunahme. In der nächsten einzelne, dann wieder Zunahme bis Ende von dieser Reihe. Am Ende können Sie nachzählen, es wird 18 Maschen sein. In der Reihe Nummer 4 zwischen Zunahmen 2 einzelne Maschen und die Zunahme werde ich bei Masche Nummer 3 vornehmen. Also erstmal 2 einzelne Maschen, eine habe ich schon. Dann in diese einzelne ist Zunahme, dann wieder 2 einzelne und so abwechselnd bis zu Ende von dieser Reihe. Zählen Sie nach, es soll 24 Maschen hier sein. Als letzte war Zunahme. In der Reihe Nummer 5 zwischen Zunahmen sind 3 einzelne Maschen und ich häkele die Zunahme als erste.
dann 3 einzelne und die nächste zusammen. Am Ende von der Reihe Nummer 5 wird 30 Maschen sein. Der Boden ist fertig, ab nächster Reihe häkeln wir hoch und deswegen dieser Abschluss ist auch ein bisschen anders. Diese offene Masche hier durchziehen und wir häkeln hier unter diese einen Faden und unter diese Faden. Also es bleibt hier vorne nur diese Seite, diese Striche und wir häkeln unter der 2. Deswegen gehe ich direkt hier rein, also in diese Verbindungsstelle in die Mitte. Dann hier diese einzelne Faden. Und dann offene Masche drauflegen. Erste Masche von der nächsten Reihe häkeln. So sieht das aus. Unter diese Faden, unter diese Faden, Masche häkeln. Die ganze Reihe bis zu Ende. Dies Ende durch mehrere Maschen verstecken und auch vernähen. In der nächsten Reihe werde ich noch 6 Mal Zunahme vornehmen, damit meine Vase ein bisschen Volumen bekommt. Wer mag einfach geradeaus Vase haben, einfach diese Reihe überspringen und mit dem Muster weiter anfangen. Also Verbindung genau dasselbe. Hier in die Mitte. Erste Masche. Zwischen Zunahmen sind 4 einzelne Maschen. Die Zunahme mache ich direkt bei der ersten. Dann 4 einzelne und die nächste Zunahme. Am Ende von dieser Reihe können Sie nachzählen, es wird 36 Maschen sein. Ab nächster Reihe fangen wir mit Muster an, deswegen verbinden wir ein bisschen anders. Offene Masche hier durchziehen und wir gehen eine Masche zurück. Unter der einen Faden nur nehmen wir diese Faden und unter die Verbindungsstelle rein, unter diese 2 Faden, offene Masche drauflegen und eine Masche rausziehen. Und an die gleiche Stelle häkeln wir noch eine. Genau hier rein, hier durch und eine rausziehen. Aber ab jetzt nehmen wir weiße Farbe auch und abhäkeln tun wir mit weißer Farbe. Weil die nächsten 2 Maschen werden in weiß sein. Diese Ende legen sich hier entlang, es wird mitgehäkelt und die Blau immer mitführen. Also es wird abwechseln, blau-weiß und die alle führen wir mit zusammen. So, diese Masche überspringen wir und gehen wir in die nächste mit weißer Faden unter ein Faden hier, dann unter die 2 Faden oben direkt diese weiße rausziehen. Also nehmen wir erstmal blau nach oben und weiße rausziehen. Einmal an die gleiche Stelle, zweite Mal, aber jetzt nehmen wir wieder blau zum Abhäkeln, weil die nächsten 2 werden wieder in blau sein. Eine überspringen in diese Stelle
weiße mitführen nicht vergessen. Also hier einnehmen, Faden, dann hier oben unter die 2 Faden, so sieht das aus, weiß ziehen, dass der hier bleibt, dann blau rausgezogen, hier rausgezogen und blau abhäkeln. So, dann noch einmal blau. Also versuchen Sie es, wie es für Sie besser ist, mit Finger so halten oder hier so halten, ist egal. Dann in die gleiche Stelle nochmal rein, blau rausziehen, aber mit weiße schon abhäkeln. Es wird sich ständig hier alles verknoten, ein bisschen auseinanderziehen, wieder auf die richtige Position bringen. Und so sieht von dieser Seite aus. So, als nächstes häkelt man weiß, eine überspringen, hier, und hier 1, dann geht man da rein, blau nach oben ziehen, weiße unter drunter und erste, dann die gleiche Stelle, zweite mit blau abhäkeln. Also die zweite Masche immer mit der nächsten Farbe abhäkeln. So sieht das aus. Und so häkelt man bis zu Ende. So, als nächstes wird blau, das heißt weiße ziehe ich nach vorne, blau Faden unter drunter, damit diese weiße mitgeführt wird. Eine freilassen, in die nächste ist 2 Blaumaschen. Mit weißer abhäkeln. Also häkeln Sie das bis zu Ende. So sieht das aus. Alle letzte waren 2 weiße und abgehäkelt mit blau. Verbindung unter diese erste 2 blaue durchziehen. Und wir gehen eine Masche zurück zu weiße und aus dieser linke Masche häkeln wir 2 weiße. Also unter der eine Faden hier rein, offene Masche drauflegen und häkeln wir 2 weiße raus. Also blau nicht vergessen mitführen. Erste weiße und zweite weiße schon mit Blaufarbe abhäkeln. So. Ab jetzt wird immer in die linke Masche von die 2 gehäkelt. Also weiter mitführen, das Weiße nicht vergessen. Hier jetzt unter diese Einfaden, oben rein, erste Blau, an die gleiche Stelle, zweite Blau, mit Weiße abhäkeln. Und so wird dann diese Streifenmuster hier entstehen. Diese weiße Ende ziehen Sie durch mehrere Maschen und verstecken Sie das. So, ab jetzt wird es ganz einfach. Wo weiße ist weiß, wo blau ist blau und Verbindung ist genau dasselbe. So, als nächster kommen 2 weiße. Also ich mache immer das erstmal an der Faden nach oben, damit das mitgeführt wird. Erstmal hier rein. Vielleicht ein bisschen nachziehen alles, damit das nicht einfach so alles hängt. Und die zweite weiße. Immer langsam, ganz schön Masche rausziehen, damit das schön nicht gedreht wird.
Vielleicht ein bisschen nachziehen. So sieht das aus. Abschluss mit weißer Farbe. Zurück Masche in die Blau rein. Weiße drauflegen und mit Blau erstmal 2 Maschen häkeln. Erste und die zweite mit weißer abhäkeln. Reihe zu Reihe wird immer dasselbe gehäkelt. Dann diese Streifen werden sich immer weiter nach links versetzen. Und ihr häkelt das in die Höhe, welche ihr braucht. Ich habe insgesamt 9 Reihen gehäkelt. Weiter häkele ich mit Kettmaschen. Deswegen schneide ich jetzt weiße Garn ab und verbinde ein bisschen anders. Hier unter diese 2 Faden blau durchziehen. In diese Verbindungsstelle unter einen Faden offene Masche drauflegen. Eine Kettmasche rausziehen. Dann direkt in die nächste unter einen Faden nur hintere Wand. Kettmasche rausziehen. Dann in die nächste und so weiter. Nehmen Sie jetzt einen Maschenmarkierer und markieren Sie diese Stelle, also diese allererste Kettmasche. Und in jede Masche eine Kettmasche ziehen, bis zu Ende von dieser Reihe. Weiter häkeln wir in Spiralrunden, ohne abzuschließen, unter einen Faden, diese markierte Stelle, erste Masche, lassen Sie die Markierer noch hängen. Einfach unter einen Faden, Kettmaschen häkeln. Die Höhe können Sie auch selber bestimmen, wie hoch das sein soll. Ich habe insgesamt 9 Reihen gehäkelt. Als nächste häkeln wir Reihe mit Festmaschen. Unter diese 2 Faden, ungefähr wo Anfang war, erstmal eine Kettmasche, um die Höhe auszugleichen. Dann in die nächste, unter die 2 Faden, eine feste Masche häkeln. Masche in Masche, bis ihr wieder an diese Stelle ankommt. So sieht das aus. Da ist schon die erste Masche. Man kann es so lassen, diese Rand, oder man kann noch eine Reihe als Abschluss häkeln. Und zwar eine Luftmasche habe ich hier gemacht. Also das ist die Masche. So war das, eine Luftmasche jetzt. Dann unter die 2 Faden hier eine Kettmasche durchziehen. Dann eine Luftmasche. Bei der nächsten unter die 2 Faden eine Kettmasche. Und so abwechseln. Luftmasche, Kettmasche bis zu Ende von dieser Reihe. Als letzter hier war eine Kettmasche. Ziehe ich das raus und verbinde hier unter diese 2 Faden. Und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. Drehen die rum auf die andere Seite. Diese Faden. So ist ungefähr abgeschlossen. Falsche Öffnung hier rein. So ist abgeschlossen. Also diese Ende runterziehen, verstecken und das war's. Die Vase ist fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreiben Sie mir einen Kommentar und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!